Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Das sind so Wollmops und die haben wir in jedem Aquarium drin. Fast alle unsere Fische legen da die Eier. Die werden dann gesammelt und dann kommen sie dann zu Gefäße. Schauen wir, wo wir viel sind. Und da zum Beispiel, das sind dann die Eier. Und das ist zum Beispiel von Anatolichtis fontinalis. Das ist ein Phanius-Kerbling aus dem anatolischen Hochland. Sehr bedroht. Und die Eier reifen dann drin an. Und wenn sie schlüpfen, bleiben sie einen Tag da drin, dann werden sie umgesetzt. Und nach ein paar Tagen schauen die dann so aus. Das ist quasi der Fisch, was dann raus. Und wenn sie dann größer sind, kommen sie dann in solche Becken. Und wenn sie dann noch größer sind, dann sind dann die restlichen zur Hauptgruppe quasi. Anatolichtis fontinalis. Früher hat er Phanius fontinalis geheißen. Und man sieht schon, da ist aus der Türkei und der Pondert ist der Leslie Spring, ist der Pondert. Da versuchen wir halt den Zuchtstamm über Jahre auch recht zu erhalten. Also im Prinzip machen wir da einfach eine Populationszucht, um einfach, er ist zwar noch nicht ausgestorben in freier Natur, aber man hat einfach, wenn irgendwas im Lebensraum passiert, und meistens kommen diese Fische alle in ganz kleinen Gebieten vor, sprich Quellen, Oasen. Da braucht nur etwas passieren und einfach der Fisch ist weg. Die eigentlich fast alle schon auf der IUCN, auf der roten Liste stehen. Einfach da, um einfach diese Population aufrechtzuerhalten und dann irgendwie auch in Zukunft den Fisch, wenn was passiert, wieder zurücksetzen kann. Und bei dem Fisch zum Beispiel ist das passiert. Das ist Cyprinodon longitudinalis aus Mexiko. Der ist in freier Natur schon ausgestorben. Also den gibt es nur mehr in menschlicher Obhut. Aber man hat zumindest die Möglichkeit, dass man den Fisch wieder den ursprünglichen Fundort zurückbringt, wenn man dort die Bedingungen schafft und jeder mitspielt. Wir haben da zum Beispiel den Atlaskerbling, Delia boda, der stammt ursprünglich aus Algerien. Und die Problematik bei dem Fisch ist einfach, die Gegend dort oder das Land ist so unsicher, dass eigentlich kein Wissenschaftler hinfährt. Und man geht davon aus, dass der Fisch ausgestorben ist, aber man kann es nicht bestätigen. Weil man einfach zu den ursprünglichen Vorkommen einfach keine Chance hat, dass man dort hinkommt. Wir haben dort zum Beispiel eine ziemliche Rarität, das ist Cobanichthys cubensis. Er ist endemisch in Kuba. Der hat einfach das Problem, dass er extrem zurückgezogen lebt und versteckt. Und man muss da schon Glück haben und da muss die Einrichtung und die Wasserqualität stimmen, dass man den überhaupt sieht. Also der wird zum Beispiel im Zierfischhandel nie an Fuß fassen und darum ist auch wichtig, dass man solche Fische hält, die man nur versteckt sieht. Nicht jeden Tag vielleicht alle sieht. Gerade Kuba ist ja auch nicht relativ groß, also vom Verbreitungsgebiet, und wenn dort was passiert, dann hat man zumindest was, nur in menschlicher Obhut. Wir haben hier auf unserer Tafel so quasi die ganzen Zuchtstämme, was wir hier im Keller betreuen, mit einem gewissen Code. Wir haben da zum Beispiel Bidotia madagascarensis, leider gibt es da keinen Fundort. Und der ist zum Beispiel auf der IUCN-Liste Endangered. Und wir haben dann überall so einen Farbcode. Grün ist zum Beispiel
eine stabile Population, warte ich, dass der Zuchtstamm unter Beobachtung steht. Und wenn ich dann ein rotes Magnetel bei der Art habe, dann habe ich dann schon wirklich, da muss man sich dann schon wirklich bemühen, dass die Art nicht wegbricht bei uns. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.